Was, wenn ich dir sagen würde, dass sich genau jetzt ein historisches Muster bei Bitcoin wiederholt? Ein Muster, das in der Vergangenheit ganz normalen Menschen unglaublichen Reichtum beschert hat. Denen, die mutig genug waren, dann zu investieren, als alle anderen Angst hatten. Das letzte Mal, als der Bitcoin-Chart fast genauso aussah wie heute, haben viele die Chance ihres Lebens verpasst. Sie waren gelähmt von Unsicherheit und negativen Schlagzeilen. In diesem Video zeige ich dir, warum sich die Geschichte gerade wiederholt. Ich zeige dir die Signale, die Parallelen zu früheren Zyklen und warum die aktuelle Marktlage nicht das Ende, sondern vielleicht der Anfang einer einmaligen Kaufgelegenheit sein könnte. Bleib dran, denn dieses Wissen könnte den Unterschied machen, ob du nur zusiehst oder selbst daran teilhast. Am Anfang jedoch ein wichtiger Disclaimer. Das hier ist keine Finanzberatung. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Okay, jetzt geht's los. Um zu verstehen, was gerade abgeht, müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Der Bitcoin-Markt ist nicht chaotisch. Er folgt seit über einem Jahrzehnt einem erstaunlich klaren Muster, dem 4-Jahres-Zyklus. Dieser besteht meistens aus 3 Jahren Aufschwung und einem brutalen Bärenmarktjahr. Und genau in diesen Bärenmärkten, wenn die Panik am größten ist, wurde das Fundament für die größten Vermögen gelegt. Stell dir vor, es ist das Jahr 2014. Bitcoin hat gerade ein unfassbares Hoch erreicht und stürzt dann ab. Die Medien überschlagen sich mit Todesanzeigen für die Kryptowährung. Der Kurs fällt und fällt, bis er schmerzhafte 86% verloren hat. Die Stimmung ist am Boden. Bitcoin ist tot, hieß es damals. Doch wer genau in dieser Phase des maximalen Pessimismus gekauft hat, sah seine Investitionen in den folgenden Jahren explodieren und bis zum nächsten Hoch 2017 Renditen von über 10.000% erzielen. Normale Leute, die monatlich kleine Beträge investiert haben, wurden einfach zu Millionären. Spulen wir vor ins Jahr 2018. Das Muster wiederholt sich. Nach dem euphorischen Hoch von 2017 folgt der nächste Crash. Der Kurs bricht um schockierende 84% ein. Wieder die gleichen Schlagzeilen, wieder die gleiche Panik. Und wieder haben diejenigen enorme Gewinne eingefahren, die den Mut hatten, gegen den Strom zu schwimmen. Eine Investition während dieses Tiefs hätte bis zum Allzeithoch 2021 eine Rendite von über 2000% gebracht. Und selbst im reiferen Markt von 2022 sahen wir dasselbe Schauspiel. Nach dem Hoch von 2021 kam der Absturz von rund 77%. Wer auch dieses Mal bei Kursen um die $16.000 eingestiegen ist, konnte bis zum letzten Allzeithoch im Oktober 2025 eine Rendite von über 700% mitnehmen. Das Muster ist unverkennbar. Ein brutaler Bärenmarkt, gefolgt von einer mehrjährigen Erholung, die alle bisherigen Höchststände pulverisiert. Diese Bärenmärkte sind kein Fehler im System. Sie sind ein Teil davon. Sie sind die Feuertaufe, die schwache Hände aus dem Markt spült und geduldige, strategische Investoren belohnt. Es sind diese Momente, in denen Vermögen transferiert wird, von den Panischen zu den Vorbereiteten. Und das bringt uns ins Hier und Jetzt. Schau es dir an. Im Oktober 2025 erreichte Bitcoin sein letztes Allzeithoch bei über 126.000 US-Dollar. Seitdem befinden wir uns in einer Korrektur. Der Kurs ist von diesem Hoch um rund 47% gefallen und schwankt aktuell um die 67.000 bis 80.000 US-Dollar. Viele Anleger sind verunsichert. Die Angst geht um. Kommt dir das bekannt vor? Es ist genau das gleiche Gefühl wie 2014, 2018 und 2022. Doch es gibt diesmal einen Unterschied. Der aktuelle Bärenmarkt ist, historisch betrachtet, einer der mildesten. Während wir in der Vergangenheit zu diesem Zeitpunkt im Zyklus schon Rückgänge von 70% oder mehr gesehen haben, ist der aktuelle Rückgang deutlich geringer. Das deutet auf eine viel stärkere Nachfrage und einen reiferen Markt hin.
Aber das vielleicht stärkste Signal ist auch die Marktstimmung. Der Fear and Greed Index, ein Indikator für die Emotionen der Anleger, fiel kürzlich auf Werte um die 10 bis 13, was extreme Angst bedeutet. Solche Niveaus der extremen Angst haben wir in der Vergangenheit eher selten gesehen, zum Beispiel nach dem Kollaps der Börse FTX. Und jedes einzelne Mal, wenn der Markt so pessimistisch war, markierte dies den Beginn einer massiven Kaufgelegenheit. Die Parallelen sind schon verblüffend. Ein Allzeithoch, gefolgt von einem mehrmonatigen Abschwung und einer Phase extremer Angst. Die Geschichte wiederholt sich nicht nur, sie reimt sich und sendet eine klare Botschaft an jeden, der hinschaut. Wenn dich diese historische Wiederholung allein nicht überzeugt, schauen wir doch auf die harten Daten. Es gibt mehrere Indikatoren, die genau jetzt auf eine Kaufgelegenheit mit begrenztem Abwärts- und massivem Aufwärtspotenzial hindeuten. Signal Nummer 1. Der unbestechliche 200-Wochen-Durchschnitt. Es gibt einen Chart, der in der Vergangenheit jeden einzelnen großen Bitcoin-Boden markiert hat. Der gleitende 200-Wochen-Durchschnitt. Diese Linie zeigt den durchschnittlichen Bitcoin-Preis der letzten 4 Jahre. Historisch war immer dann der Tiefpunkt erreicht, wenn der Bitcoin-Preis in die Nähe dieser Linie fiel. Aktuell liegt dieser Durchschnitt bei etwa 59.000 bis 61.000 US-Dollar. Wir befinden uns also genau in dieser Zone, die in der Vergangenheit als ultimativer Boden fungierte. Das bedeutet, unser potenzielles Abwärtsrisiko ist, historisch betrachtet, extrem begrenzt. Signal Nummer 2. Die stillen Giganten. Institutionen kaufen. Während Kleinanleger in Panik verkaufen, tun die großen Fische genau das Gegenteil. On-Chain-Daten zeigen, dass große Marktteilnehmer, sogenannte Wale, in den letzten Wochen und Monaten strategisch akkumulieren. Gleichzeitig sinken die Bitcoin-Bestände auf den Börsen auf ein Mehrjahrestief, was auf ein verknapptes Angebot hindeutet. Auch Vermögensverwalter betonen, dass die massive Nachfrage durch Bitcoin-ETFs die alten Zyklusmuster verändert und eine starke Grundlage für den Preis schafft. Sie kaufen, weil sie wissen, dass der nächste Aufschwung kommt. Und Signal Nummer 3. Der 4-Jahres-Zyklus ist intakt. Analysten gehen davon aus, dass wir uns genau im erwarteten Abschwungjahr des 4-Jahres-Zyklus befinden. Prognosen deuten darauf hin, dass der Boden nicht als plötzliches Ereignis, sondern als Prozess über mehrere Monate erreicht wird. Goldman Sachs geht etwa von einer Konsolidierungsphase aus, die sich über mehrere Monate erstrecken wird. Wir befinden uns also mitten in diesem Zeitfenster, das historisch die besten Einstiegschancen bot. Also, was heißt das alles? Wir haben einen historischen Bodenindikator, der uns ein starkes Sicherheitsnetz gibt. Wir haben die Smart Money, die Institutionen, die massiv kaufen. Und wir haben das Timing des 4-Jahres-Zyklus, das signalisiert, dass die Zeit reif sein könnte. Wenn du diese Zyklen und Indikatoren nicht alleine navigieren willst, sondern immer auf den neuesten Stand bleiben möchtest, um auch keine Chance zu verpassen, dann nimm dir eine Sekunde Zeit und abonniere diesen Kanal. Wir behalten die Muster für dich im Auge und liefern dir die Analysen, die du für eine fundierte Entscheidung brauchst. Die entscheidende Frage ist nun, wie kann man dieses Wissen als normaler Mensch praktisch nutzen? Muss man ein Finanzgenie sein oder den exakten Boden treffen? Die Antwort ist ein klares Nein. Die erfolgreichste Strategie in den vergangenen Bärenmärkten war nicht das perfekte Timing, sondern eine ganz simple Methode, Dollar Cost Averaging, DCA. Das bedeutet, du investierst in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel wöchentlich oder monatlich oder sogar täglich, einen festen Betrag. Völlig egal, ob der Kurs gerade bei 70.000 oder bei 50.000 Dollar steht. Und warum ist das jetzt so mächtig? Weil die Emotionen aus dem Spiel sind. Du versuchst nicht den Markt zu überlisten, sondern kaufst einfach konsequent während der Phase der extremen Angst. Wenn die Preise niedrig sind, bekommst du für dein Geld mehr Bitcoin. Und wenn sie steigen, profitierst du vom bereits investierten Kapital. Die Geschichte zeigt, dass genau diese Strategie es normalen Menschen ermöglicht hat, von
den enormen Renditen der folgenden Aufschwünge zu profitieren. Es geht auch nicht darum, dein ganzes Erspartes auf einmal reinzuwerfen. Es geht darum, einen Plan zu haben und ihn diszipliniert zu verfolgen, während alle anderen von Panik getrieben sind. Der aktuelle Markt ist das perfekte Beispiel. Die Daten zeigen, dass viele Anleger mit Verlust verkaufen, was historisch immer die Bildung eines Bodens signalisiert hat. Genau in diesen Momenten des Bluts auf den Straßen werden die Gewinner von morgen gemacht. Fassen wir also die Fakten zusammen. Erstens, Bitcoin folgt einem bemerkenswert vorhersagbaren 4-Jahres-Zyklus. Und wir sind gerade in der Phase, die historisch immer die größten Kaufgelegenheiten boten. Zweitens, der aktuelle Abschwung ist im Vergleich zu früheren milder, was auf einen stärkeren, reiferen Markt hindeutet. Und drittens, mehrere knallharte Indikatoren vom 200-Wochen-Durchschnitt über die Käufe der Institutionen bis hin zum Fear and Greed Index signalisieren, dass das Abwärtspotenzial begrenzt und das Aufwärtspotenzial enorm sein könnte. Das letzte Mal, als all diese Signale aufleuchteten, wurden ganz normale Menschen, die den Mut hatten, gegen den Trend zu handeln, reich. Sie haben nicht auf die panischen Schlagzeilen gehört, sondern auf die Daten geschaut. Die Muster wiederholen sich. Die Signale sind da. Die einzige Frage ist, bist du dieses Mal vorbereitet? Wenn dir dieses Video geholfen hat, die aktuelle Marktlage besser zu verstehen, dann zeig es gern mit einem Like und abonniere diesen Kanal mit aktivierter Glocke, damit du beim nächsten Update dabei bist. Und jetzt will ich von dir hören, glaubst du, die Geschichte wiederholt sich? Siehst du die gleichen Signale? Schreib mir deine Meinung gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleib wachsam und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. And the trusted inner circle of Lord Hades are authorized to enter the intricate chambers connecting the vast regions of the underworld. I barge where I please.